Moin aus Hamburg, mein Name ist Wolfgang Peters, Geschäftsführer der Firma AVT aus Nürnberg. Wir befinden uns hier auf der Hamburg Open, unsere erste deutsche Messe seit der Pandemie, und wir sind natürlich super froh, dass wir endlich unsere Produkte wieder live zeigen können. Ich möchte heute unser neuestes Feature vorstellen, was wir in unserem Telefonhybrid-System implementiert haben. Das ist unser Magic Collaboration Server, den wir für eine Teams-Anbindung, Microsoft Teams-Anbindung implementiert haben. Die Lösung selbst ist eine Server-Applikation, die auch auf einer virtuellen Maschine laufen kann und unterstützt alle unsere Telefonhybrid-Systeme vom kleinsten TA1 bis hin zu unserem Flaggschiff-System, dem Magic TR-IP Pro. Dieser Collaboration Server erlaubt auch die Möglichkeit, mehrere dieser Systeme anzubinden. Also man muss nicht für jedes System einen eigenen Server aufsetzen, sondern man kann halt abhängig von der Prozessorleistung des Servers beliebige Anzahl von Systemen an diesem Server anmelden und dann auch entsprechend im Funkhaus nutzen. Bevor wir in diese Live-Demo starten, zeige ich einfach vielleicht mal ganz kurz, wie diese Oberfläche ausschaut. Das ist jetzt hier unser Magic Collaboration Server, das Webinterface dazu zur Konfiguration. Wir haben hier auf dieser Darstellung, sehen wir jetzt hier aktuell zwei Studios, die wir eingerichtet haben. Bei Microsoft nennt sich das Bots. Wir haben also zwei Bots angelegt, die quasi unsere Studios repräsentieren. Ich habe hier in meinem Testaufbau hier ein Produktionsstudio und ein Live-Studio, und das sind quasi die beiden Studios, die ich hier im Microsoft Teams Collaboration Server abgebildet habe. Diese Bots wiederum erlauben dann halt einzelne Kanäle, die man halt im System anmelden kann. Das heißt also, es werden zusätzlich zu den normalen Voice-over-IP-Anrufen, die auf einer Leitung möglich sind, dann auch Teams-Calls möglich. Das heißt also, man kann dann halt entweder über Teams reinrufen oder halt entsprechend über normale Voice-over-IP-Telefone. Ganz kurz möchte ich noch auf die Funktion hinweisen, dass man halt nicht nur die normale Teams-Funktion zum Reinrufen und Rausrufen nutzen kann, sondern man kann auch sehr schön Meetings verwalten. Dazu zeige ich ganz kurz einmal, wie das bei einem solchen Bot ausschaut. Der obere Bereich ist jetzt mal nicht so wichtig. Der untere Bereich, hier sehen wir jetzt hier, dass ich mich mit dem Bot in einem Magic TR-IP Pro angemeldet habe. Das System habe ich jetzt hier AVT Messe genannt, und unten wählt man dann halt aus, in welchem Studio diese Teams-Leitungen dann erscheinen sollen. Ich habe mich jetzt hier an dem Studio 1 angemeldet, und ganz wichtig unten ist jetzt hier dieses Setting für E-Mail for Meetings. Und die Idee ist dahinter, dass man als Redakteur oder als Screener, wie auch immer, Einladungen verschicken kann. Und man kann halt irgendeine Persönlichkeit dann natürlich über dieses Meeting einladen oder Kollegen, wie gewohnt, wie es bei Teams halt üblich ist. Und man kann aber zusätzlich jetzt halt die E-Mail-Adresse dieses Studios mit angeben bei dieser Einladung. Ich habe jetzt hier in dem Beispiel einfach mal unsere AVT Info Sales E-Mail-Adresse verwendet. Und wenn ich jetzt eine Einladung verschicke an diese Adresse, dann erscheint die automatisch später im LAN-Client, sodass der Moderator, der halt an dem Meeting teilnehmen möchte, ganz einfach dann per Tastenklick sich auf dieses Meeting zuschalten kann. Das zeige ich jetzt mal. Ich wechsle jetzt mal in die normale Ansicht von unserem Telefonhybrid-Client. Das Bild, das kennen Sie alle. Wir haben jetzt hier ganz normale Telefonleitungen angezeigt. 6 graue Leitungen, die hier als normale Voice-over-IP-Leitung angelegt sind. Die hintere Leitung hier, die rote, ist ja bekannt wie unsere AC Connect Audio-Codec-Leitung, die ja einfach hier schon mal auch mit einer Verbindung belegt ist. Und wir sehen hier aber bei der 5. und bei der 6. Leitung jetzt noch 2 kleine Symbole hier oben. Das sind unsere Leitungen, die wir halt für den Magic Collaboration Server jetzt zusätzlich angelegt haben. Wie gesagt, diese Leitung kann auch weiterhin ganz üblich für Voice-over-IP-Calls genutzt werden, reinrufend als auch rausrufend, aber diese Leitungen akzeptieren jetzt auch ganz klassische Teams-Anrufe, die man halt aufbauen oder auch annehmen kann. Ja. Ich gehe nochmal auf die normale Telefonbuchdarstellung, das kennen Sie alle. Hier haben wir auf der linken Seite ja diese 10er-Tastatur, in der Mitte dann halt entsprechend das Anrufertelefonbuch mit den Teilnehmern, die dort eingetragen wurden. Bei der Teams-Leitung, wenn ich jetzt draufklicke, sehen wir 2 neue Bereiche.
Zum einen sehen wir auf der linken Seite die Meetings. Da haben wir jetzt erstmal hier die Meetings Today, die standardmäßig angezeigt werden. Und da habe ich heute Morgen einfach mal ein Meeting angelegt, Hamburg Open Day 2. Und da sieht man jetzt halt, wie das dann in der Ansicht dargestellt wird, wenn dieses Teams-Meeting von einem ganz klassischen Teams-Client angelegt wird. Das heißt, der Moderator muss sich jetzt gar nicht in irgendeiner Teams-Oberfläche durchwühlen, um irgendwelche Teams-Meetings zu suchen, sondern sieht hier automatisch schön historisch sortiert, welche Meetings denn heute dort anstehen. Ich kann aber auch noch mal draufklicken auf die Meetings Today, da sehe ich jetzt alle meine Meetings, da sehen Sie unsere letzten Messen, die wir hatten und andere Dinge, wo wir halt diese Einladung verschickt haben und die erscheinen halt auch dann automatisch in dieser historischen Liste. Man kann natürlich auch filtern und suchen in dieser Liste und entsprechend dann halt seinen Eintrag auswählen. Wenn ich jetzt an so einem Meeting teilnehmen möchte, klicke ich einfach auf die Auswahl des Meetings, an dem ich teilnehmen möchte und sehe jetzt hier noch eine kurze Abfrage. Wollen Sie wirklich an diesem Meeting teilnehmen? Da steht dann nochmal Datum und Uhrzeit. Und wer der Organizer ist, also der Organisator dieses Meetings und um was es bei diesem Meeting geht. Wenn ich daran teilnehmen möchte, drücke ich einfach auf Yes und dann sehen Sie, ist schon sofort die Verbindung aktiviert. Das heißt, diese Leitung ist jetzt quasi schon live in dieses Meeting eingeschaltet. Ja? Und die Funktionen, die ich hier habe, sind die bekannten. Ich kann ins Pre-Talk gehen, ich kann auf Hold. Dann würden jetzt alle Teilnehmer quasi die Musik jetzt hören, die ich jetzt gerade hier abspiele. Und ich kann hier natürlich auch übers On-Air gehen und dann halt entsprechend halt auf dem Mischpult das ganze Meeting legen. Ja? Oben sehen wir halt noch ein paar Informationen, wie gesagt, das Thema des Meetings. Und unten werden dann auch die Teilnehmer aufgelistet, die halt in diesem Meeting zugeschaltet sind. Rausrufen und reinrufen kann ich natürlich auch die Teams-User. Das erfolgt jetzt über den zweiten Bereich hier. Beim Telefonbuch sehen Sie jetzt hier diese Taste Telefonbuch. Wenn ich draufklicke, sehen wir halt alle Microsoft Teams-User meiner Organisation. Die werden dann halt hier entsprechend dargestellt. Auch hier kann ich natürlich wieder filtern und suchen. Und da rufe ich jetzt einfach mal mein Handy an, Wolfgang Peters. Da sehen wir jetzt natürlich keine Rufnummer, sondern mein E-Mail-Account für meinen Teams-Account, um halt ganz normal an Teams-Meetings teilzunehmen. Ich klicke jetzt drauf und dann sehen Sie, wird jetzt halt oben der Name angezeigt, es wird rausgewählt. Und ich zeige jetzt mal hier mein Handy, ich hoffe, das kann man sehen. Da bekomme ich jetzt dargestellt, dass das AVT TR-IP Pro Studio 1 anruft. Und da gehe ich jetzt einfach mal ran. Und dann sehen wir schon, jetzt bin ich durchgeschaltet. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Feedback hier, aber man kann schon hören, dass wir wirklich eine ganz tolle Qualität hier von Microsoft Teams geliefert bekommen. Das ist aktuell. Aktuell ist es noch auf 8 kHz begrenzt, weil Microsoft hier in dem SDK nur eine Abtastfrequenz von 16 kHz anbietet. Microsoft hat aber schon im letzten Jahr dieses hochqualitative Audio auch eingefügt im Teams-Client, sodass man sogar bis zu 16 kHz Bandbreite übertragen kann. Das wird aktuell noch nicht im SDK angeboten, aber wir hoffen, dass auch Microsoft hier die Erweiterung für das hochwertige Audio schafft. Der große Vorteil im Vergleich zu Skype, der früher diesen Silk-Codec genutzt hat, ist der neue Codec, den Microsoft hier eingebaut hat, der Satin-Codec, der halt eben nicht wie bei Silk üblich bei Paketverlusten die Qualität hoch und runter gefahren hat, sondern der Satin-Codec hat quasi einen elastischen Buffer. Das heißt also, wenn Paketverluste tatsächlich in der Übertragung auftreten, passieren hier halt quasi elastische Effekte. Man spielt das Signal einfach langsamer oder schneller aus, um dann diese Aussetzer damit zu kaschieren. Und das funktioniert extrem gut. Also wir haben bei mehreren Testfahrten, wo halt die Qualität von dem Mobilfunknetz nicht mehr so gut war, haben wir halt Testfahrten gemacht und dort gehört, wie dieser neue Codec tatsächlich funktioniert und wirkt. Und man hört tatsächlich gar keine Aussetzer. Die Robustheit gegen Paketverluste ist extrem gut. Die Latenz ist auch sehr gut. Ich habe jetzt also einen echten
einen echten Mobilfunkbetrieb. 1, 2, 3. Also Sie sehen, dass es nahezu wie ein ganz normales Telefongespräch abläuft, also was man halt vom Mobilfunk erwarten kann. Wir haben jetzt hier in unserem Aufbau ist ein kleiner Mobilfunkrouter von Vodafone und dann gehen wir hier auf ein Telekom-Netz und wir haben dadurch natürlich schon Latenzen logischerweise, aber die Latenz ist jetzt nicht so dramatisch, dass man das nicht im Sendebetrieb nutzen kann. Das ist halt, was man halt vom Mobilfunk halt hier erwarten kann. Sie können natürlich auch mit jedem anderen Teams-Client zu Hause auf das System sich reinwählen oder vom Webbrowser aus, spielt auch keine Rolle. Wir haben also eine tolle Möglichkeit geschaffen hier, um halt einen weiteren Kanal zu ermöglichen über Teams, und wir werden auch in der Zukunft werden wir sicherlich andere Collaboration-Software-Tools anbinden. Die Amerikaner wünschen sich Zoom, das werden wir auch sicherlich machen. Und als großes Feature hoffen wir, dass wir auf der IBC auch das Videosignal noch dazu anbinden werden. Wir werden das dann so realisieren, dass wir dann quasi zu jeder Leitung dann entsprechend das kleine Video oben über dieser Leitung dann angezeigt bekommen. Und speziell halt für solche Anwendungen, wo halt Live-Reportagen stattfinden, wo die Reporter dann halt draußen mit ihrem Handy eine Live-Reportage per Video abgeben, haben sie dann die Möglichkeit, einfach auf dieses Video zu klicken und dann dieses per NDI dann an ein Video-Playout-System weiterzugeben. Das heißt also, die Anbindung von echten Live-Reportagen wird dadurch natürlich deutlich vereinfacht. Und sie kriegen halt relativ gute Qualität bei diesem System dann sehr einfach auf Sendung. Die Software selbst ist ein Software-Upgrade wie bei allen unseren Systemen. Und das ist eine Lizenz, die dann erworben werden muss. Da kann man dann halt auch einzelne Kanäle noch zusätzlich lizenzieren, sodass man halt entscheiden kann, wie viele Teams Anrufe gleichzeitig möglich sind. Die Realisierung selbst, wie gesagt, läuft auf einer virtuellen Maschine oder auf irgendeinem beliebigen Server, der dann halt die Anbindung zu Microsoft Teams macht. Nur dieser Server hat eine Anbindung ans Internet. Die Systeme selber, wie bisher, benötigen keine Anbindung ans Internet. Die Kommunikation erfolgt dann zwischen dem Hybriden und dem Server, auch natürlich alles über IP. Und die gesamte Audioabwicklung, wir streamen dann quasi von diesem Server die Audio und später dann auch die Videosignale direkt an die Clients. Ja, das war in kurzen Worten mal die Funktionalität der neuen Microsoft Teams Lösung. Die ersten Integrationen finden zurzeit statt. Das System ist also aus der Entwicklungsphase heraus. Wir sind also bereit, Ihnen das gerne zu verkaufen, und wir freuen uns, wenn bei Ihnen das Interesse an diesem Feature wirklich geweckt wurde. Vielen Dank.